Hallo, meine Freunde. Heute werden wir gemeinsam die Geschichte des Taj Mahal und das traurige Geheimnis dahinter kennenlernen. Bitte setzt euch bequem hin und lehnt euch entspannt zurück. Heute möchte ich euch die Geschichte eines Gebäudes erzählen. Aber es ist kein gewöhnliches Gebäude. Es ist die Geschichte von tiefer Liebe, großem Kummer und einem Versprechen, das die Welt für immer verändert hat. Das ist die Geschichte des Taj Mahal. Stellt euch vor langer, langer Zeit gab es in Indien einen lebhaften Markt. Die Luft war erfüllt von süßen Gewürzen und teuren Parfums. Dies war der Meena Bazar, ein bunter, lebendiger Ort. Genau hier beginnt unsere Geschichte. Ein junger Prinz namens Khurram schlenderte über den Markt. Er war gut aussehend, stark und sehr wichtig. Aber an diesem Tag sah er etwas, das ihn innehalten ließ. Ein junges Mädchen, das Seide und Glasperlen verkaufte. Ihr Name war Arjuman Banu Begum. Sie war erst 14 Jahre alt. Die Leute sagten, sie sei so schön wie der Mond. Als der Prinz sie ansah, vergaß er alles um sich herum. Habt ihr jemals so gefühlt? Habt ihr jemals jemanden gesehen, dass euer Herz einen Moment lang stehen bleibt? Genau das passierte dem Prinzen. Er wusste in diesem Moment, dass er sein Leben mit ihr verbringen wollte. Aber das Leben im Palast ist nicht immer einfach. Sie konnten nicht sofort heiraten. 5 lange Jahre mussten sie warten. Doch in dieser Zeit vergaßen sie einander nie. In den stillen Momenten des Wartens wuchs ihre Liebe nur noch stärker. Im Jahr 1612 heirateten sie endlich. Es war eine prachtvolle Feier. Der Prinz gab ihr einen neuen Namen, um seine Liebe zu zeigen. Er nannte sie Mumtaz Mahal. Wisst ihr, was das bedeutet? Dieser Name bedeutet die Auserwählte des Palastes. Ein Titel von großem Ehrenwert. Von diesem Tag an waren sie nie wieder getrennt. Sie war nicht nur seine Frau, sie war seine beste Freundin. Sie begleitete ihn überall hin, selbst in ferne Länder. Ihre Liebe war wie ein Flüstern, das auf dem Markt begann und sich zu einem kraftvollen Lied entwickelte. Könnt ihr sie euch vorstellen, 2 junge Menschen, umgeben von Gold und Seide, die sich mit purer Freude anschauen? Das war der Beginn einer Legende. Das war das erste Flüstern einer Liebe, die niemals sterben würde. Mit der Zeit wurde Prinz Khurram zum Kaiser. Er hieß nun Schah Jahan, was König der Welt bedeutet. Er war der mächtige Herrscher des großen Mughal-Reiches. Unter seiner Herrschaft war das Reich reich und friedlich. Stellt euch ein Leben voller Schönheit vor. Der Kaiser und Mumtaz Mahal lebten in Palästen aus rotem Stein und weißem Marmor. Sie hatten wunderschöne Gärten, fließende Wasser und singende Vögel. Sie bekamen viele Kinder und führten ein glückliches Leben. Aber Mumtaz Mahal war anders als die anderen Königinnen. Sie saß nicht nur im Palast herum, sie war eine sehr weise Frau. Schah Jahan holte sich bei wichtigen Angelegenheiten des Landes ihren Rat. Er vertraute ihr mehr als jedem anderen Menschen auf der Welt. Wenn er reisen musste, sei es wegen Arbeit oder Krieg, ging Mumtaz mit ihm. Sie lebte in Zelten, reiste auf Elefanten, nur um bei ihm zu sein. Ihre Bindung war wie 2 Teile einer einzigen Seele. Stellt euch vor, Freunde, jemand ist immer an eurer Seite und unterstützt euch bei allem, was ihr tut. Jemand, der eure Geheimnisse kennt und euch trotzdem liebt. So war Mumtaz Mahal für Schah Jahan. Sie war das Licht seines Lebens. Die Menschen in Indien liebten sie sehr. Sie sahen, wie der Kaiser seine Königin ansah. Sie sahen, dass ihre Liebe echt und tief war. Es war eine goldene Zeit für das Reich. Sie verbrachten 19 Jahre in der Ehe. In diesen Jahren teilten sie alles: Freude, Macht und Familie. Sie dachten, ihr Glück würde für immer währen. Sie waren das mächtigste Paar der Welt. Aber die Geschichte lehrt uns, dass selbst die hellsten Lichter manchmal verlöschen können. Ihre Liebe war in die Zeit eingraviert, aber ein dunkler Schatten näherte sich. Habt ihr euch jemals gefragt, warum in den schönsten Geschichten oft eine traurige Wendung steckt? Lasst uns einen Moment stillsitzen und ihr Glück in Erinnerung rufen, denn bald wird sich die Geschichte ändern. Die Musik ihres Lebens war dabei, eine sehr traurige Note zu spielen. Im Jahr 1631 musste der Kaiser nach einem Ort namens Burhanpur reisen. Dort gab es einen kleinen Krieg, und er musste seine Armee führen. Mumtaz Mahal ging trotz ihrer Schwangerschaft mit dem 14. Kind mit ihm. Wie immer wollte sie an seiner Seite sein. Aber die Reise war hart. Nach der Geburt einer gesunden Tochter wurde Mumtaz sehr krank. Die Ärzte versuchten alles, aber sie wurde immer schwächer. Stellt euch den Kaiser vor, wie er an ihrem Bett sitzt. Er war der König der Welt, doch er konnte die Frau, die er liebte, nicht retten. Er hielt ihre Hand, als das Licht langsam aus ihren Augen wich.
Mumtaz Mahal starb im Alter von nur 38 Jahren. Bevor sie starb, bat sie ihn um ein Versprechen. Sie wollte, dass er der Welt zeigt, wie sehr er sie liebte. Sie wünschte sich einen Ort, an dem ihre Erinnerung für immer lebendig bleiben würde. Schah Jahan gab ihr sein Wort. Der Schmerz des Kaisers war so groß, dass es schien, als sei die Sonne erloschen. Man sagt, er habe 8 Tage lang ohne Unterbrechung geweint. 2 Jahre lang trug er keine königlichen Gewänder und hörte keine Musik. Sein dunkles Haar wurde innerhalb weniger Monate durch die Trauer vollständig weiß. Er zog sich von der Welt zurück. Sitzend in seinem Palast, den Fluss betrachtend, spürte er ein tiefes, leeres Loch in seinem Herzen. Habt ihr schon einmal jemanden verloren, den ihr sehr geliebt habt? Wenn ja, wisst ihr, dass die Welt kalt und grau erscheint. Schah Jahan fühlte, dass die Welt ohne Mumtaz nicht mehr schön war. Doch dann erinnerte er sich an sein Versprechen. Er beschloss, ihr ein Mausoleum zu bauen. Aber es sollte kein einfaches Grab werden. Es sollte das schönste Gebäude sein, das die Welt je gesehen hat. Er wollte für sie ein Paradies auf Erden erschaffen. Ihr Name sollte 1000 Jahre lang in Erinnerung bleiben. So begann die große Vision, geboren aus einem gebrochenen Herzen. Schah Jahan begann zu planen. Das Gebäude musste perfekt sein. Er suchte den besten Platz für den Bau. Er wählte einen Ort am Ufer des Yamuna-Flusses in der Stadt Agra. Warum wählte er diesen Ort aus? Weil der Fluss ruhig war und der Garten sich im Wasser spiegeln konnte. Er wollte, dass das Gebäude so aussieht, als würde es zwischen Erde und Himmel schweben. Er rief die besten Architekten, die besten Künstler und die besten Baumeister herbei. Das Design sollte ein Symbol für Gleichgewicht und Frieden sein. Er entschied sich, weißen Marmor zu verwenden, ein Stein, der wie eine Perle glänzt. Damals wurden die meisten Gebäude in Indien aus rotem Stein gebaut, aber weiß war die Farbe der Reinheit. Weiß war die Farbe einer Seele. Mit dem weißen Marmor wollte Schah Jahan zeigen, dass Mumtaz Mahal rein und besonders war. Könnt ihr euch die Planungstreffen vorstellen? Auf den Tischen lagen riesige Karten und Zeichnungen ausgebreitet. Der Kaiser selbst sah sich jedes Detail an. Alles sollte symmetrisch sein. Symmetrie bedeutet, dass, wenn man das Gebäude in der Mitte teilt, die linke Seite genau wie die rechte aussieht. Dieses Gleichgewicht symbolisierte die Ordnung des Universums und den Frieden des Himmels. Das Hauptgebäude sollte ein großer Würfel mit einer riesigen Kuppel oben sein. Darum herum würden 4 hohe Türme stehen, die Minarette genannt werden. Vor dem Gebäude würde ein langer Wasserpool die Schönheit des Marmors spiegeln. Dies war nicht nur ein Projekt für einen König, es war ein Projekt für einen Liebenden. Jede Linie und jeder Stein war eine Botschaft an Mumtaz. »Ich vermisse dich«, sagten die Steine. »Ich werde dich niemals vergessen.« Die Vision war groß, es war teuer, fast unmöglich, aber Schah Jahan kümmerte sich nicht um die Kosten. Ihn interessierte nur das Versprechen, das er seinem Auserwählten gegeben hatte. Um einen Traum zu bauen, braucht man viele Hände. Schah Jahan versammelte eine Armee von Arbeitern. Stellt euch vor, 20.000 Menschen arbeiten jeden Tag. Es gab Steinmetze aus fernen Ländern, es gab Künstler, die Blumen in Stein schnitzen konnten. Es gab Arbeiter, die schwere Materialien unter der heißen Sonne trugen. Stellt euch 1000 Elefanten vor. Diese riesigen Tiere wurden benutzt, um den schweren weißen Marmor aus Makrana, 200 Meilen entfernt, zu transportieren. Stellt euch die Geräusche der Baustelle vor. Das Klick, Klick, Klick der Hämmer, das schwere Atmen der Elefanten, die Stimmen der Menschen, die viele verschiedene Sprachen sprechen. Schah Jahan benutzte nicht nur Marmor. Er wollte, dass das Gebäude wie eine Schmuckschatulle funkelt. Er brachte wertvolle Steine aus ganz Asien, blaue Lapis-Lazuli-Steine aus Afghanistan, grünen Jade aus China, gelbe Kristalle und rote Karneole. Diese Steine wurden verwendet, um wunderschöne Muster an den Wänden zu gestalten. Die Künstler nutzten eine besondere Technik, die Pietradura genannt wird. Sie schnitzten kleine Formen in den Marmor und setzten dann die Edelsteine genau in die Löcher ein. Wenn man die Wände berührt, fühlt es sich glatt an, als wäre es ein einziges Stück Stein. Das gesamte Projekt dauerte genau 22 Jahre. 22 Jahre voller Arbeit, Schweiß und Kunst. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, etwas ganze 22 Jahre lang zu tun? So sehr lagen ihnen die Arbeit und ihr Projekt am Herzen. Die Arbeiter wussten, dass sie ein unsterbliches Werk erschufen. Sie bauten nicht nur ein Grab, sie errichteten eines der Weltwunder. Im Laufe der Jahre erhob sich die weiße Kuppel immer höher in den blauen Himmel. Die Menschen reisten von weit her, nur um den Bau zu sehen. Der Traum wurde endlich Wirklichkeit. Als das Taj Mahal fertiggestellt war, entstand ein Meisterwerk.
Es war wie eine Symphonie aus Stein. Wenn ihr heute davor steht, könnt ihr das Gefühl haben, in einem Traum zu sein. Der bekannteste Teil ist die große weiße Kuppel. Sie ruht wie eine riesige Perle auf dem Gebäude, so hoch, dass es scheint, als würde sie die Wolken berühren. Aber der wahre Zauber liegt im Detail. Kommt ein bisschen näher mit mir. Schaut euch die Wände an. Ihr werdet Blumen sehen, die niemals verblassen. Das sind die Blumen aus den wertvollen Steinen, über die wir gesprochen haben. Außerdem gibt es wunderschöne Worte, die in den Marmor graviert sind. Diese stammen aus dem Heiligen Buch, dem Koran. Die Kalligraphie wurde in schwarzem Marmor ausgeführt. Es sieht aus wie Tinte auf Papier, ist aber aus Stein. Das Taj Mahal ist auch für seine Farbwechsel berühmt. Habt ihr davon gehört? Am frühen Morgen lässt die Sonne den Marmor weich und rosa erscheinen. Am Mittag wirkt er hell und strahlend weiß. Und nachts, im Licht des Vollmondes, erscheint er kühl und silbrig schimmernd. Es ist, als ob das Gebäude lebt und mit dem Licht atmet. Alles ist perfekt ausbalanciert. Die 4 Minarette neigen sich leicht nach außen. Wisst ihr warum? Ein kluger Trick der Architekten. Falls ein Erdbeben auftreten sollte, würden die Türme nach außen fallen und nicht auf das Hauptgebäude. Auch die Gärten sind sehr wichtig. Sie sind durch Wasserwege in 4 Quadrate geteilt. In der Mogulkultur symbolisiert dies den Garten des Paradieses. Wenn ihr das Taj Mahal im langen Wasserbecken spiegelt, seht ihr 2 davon. Eines auf der Erde, eines im Wasser. Ein wahrhaft perfekter Moment des Friedens. Shah Jahan hatte es geschafft. Er hatte den schönsten Ort der Welt für die schönste Frau seines Lebens gebaut. Aber für den Kaiser sollte die Geschichte in eine sehr traurige Zeit eintreten. Shah Jahan war glücklich mit dem Taj Mahal, aber sein Leben als König ging zu Ende. Er hatte 4 Söhne, und sie begannen zu streiten, wer der nächste Kaiser sein würde. Für die Familie war dies eine sehr gewalttätige und traurige Zeit. Sein Sohn Aurangzeb war sehr ehrgeizig. Er wollte die Macht für sich allein. 1658 ergriff Aurangzeb gewaltsam den Thron. Er sperrte seinen Vater, Shah Jahan, ins Gefängnis. Aber das Gefängnis war kein dunkles Loch, es war ein schönes Zimmer in der Festung von Agra. Doch Shah Jahan durfte nicht hinaus. Er war ein Gefangener in seiner eigenen Stadt. 8 lange Jahre lebte der alte Kaiser in dieser Festung. Er war nicht mehr der König der Welt. Er war ein einsamer Mann, der seine Frau Mumtaz vermisste. Es gab nur eine Sache, die ihm Trost spendete. Von seinem Fenster aus konnte er auf den Fluss blicken. Er konnte das Taj Mahal in der Ferne glänzen sehen. Stellt euch vor, der alte Mann saß jeden Tag am Fenster. Er sah, wie die Sonne über der weißen Kuppel auf und unterging. Er erinnerte sich an den Markt, auf dem sie sich das erste Mal begegneten. Er erinnerte sich an ihr Lächeln. Man sagt, er wollte ein zweites Taj Mahal für sich selbst bauen. Genauso wie das erste, aber aus schwarzem Marmor, auf der anderen Seite des Flusses. Doch da er eingesperrt war, konnte er es nie bauen. Es blieb ein unerfüllter Traum. Seine letzten Tage verbrachte er damit, das Denkmal zu betrachten, das er für seine Liebe gebaut hatte. 1666 starb Shah Jahan. Er war 74 Jahre alt. Seine Tochter war bei ihm. Sein letzter Wunsch war, neben Mumtaz Mahal begraben zu werden. Sein Sohn erlaubte ihm, zusammen mit seiner Frau im Taj Mahal beigesetzt zu werden. Heute liegen die beiden Gräber nebeneinander. Nach vielen Jahren der Trennung waren sie endlich wieder vereint. Die Geschichte des Kaisers und seiner Königin war beendet, doch die Geschichte ihres Denkmals begann gerade erst. Heute, hunderte Jahre später, steht das Taj Mahal immer noch. Es hat Kriege, Stürme und die Vergänglichkeit der Zeit überdauert. Es ist nun UNESCO-Weltkulturerbe und eines der 7 Weltwunder. Jedes Jahr reisen Millionen Menschen aus allen Ländern nach Agra. Sie kommen, um den strahlend weißen Marmor zu sehen. Sie kommen, um Fotos zu machen. Aber vor allem kommen sie wegen der Geschichte. Das Taj Mahal ist zum größten Symbol der Liebe geworden. Wenn Menschen es sehen, sehen sie nicht nur ein Gebäude. Sie sehen die Kraft eines Versprechens. Sie sehen, wozu ein Mensch fähig ist, wenn er jemanden von ganzem Herzen liebt. Es inspirierte Dichter zu wunderschönen Liedern. Es inspirierte Künstler zu Gemälden. Selbst heute gehen viele Menschen dorthin, um einen Heiratsantrag zu machen oder ihre eigene Liebesgeschichte zu feiern. Doch das Taj Mahal lehrt uns auch Geschichte. Es zeigt die Größe des Mogulreiches. Es zeigt das Können der alten Handwerker, die keine modernen Maschinen hatten, aber Perfektion erschufen. Es erinnert uns daran, dass Schönheit auch aus Trauer entstehen kann. Und aus Shah Jahans tiefer Trauer. Es ist ein Geschenk aus der Vergangenheit für die Gegenwart.
Heute arbeiten Umweltexperten hart daran, den weißen Marmor vor Verschmutzung zu schützen. Sie wollen sicherstellen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder diese Reinheit sehen können, denn das Taj Mahal gehört längst nicht mehr nur einem Land, es gehört uns allen, es ist ein Teil der Menschheitsgeschichte, ein Vermächtnis, das für die Ewigkeit bestehen wird. Habt ihr schon einmal ein Foto gesehen und ein Gefühl von Bewunderung verspürt? Dieses Staunen ist es, das das Taj Mahal lebendig hält. Es ist der Zauber einer Liebe, die vergessen werden wollte. Das Taj Mahal ist ein Gebäude aus Stein, Marmor und Edelstein. Aber es besteht aus noch viel mehr. Es besteht aus menschlichen Gefühlen. Es erzählt, wie wir mit Verlust umgehen. Es zeigt uns, dass selbst wenn jemand nicht mehr bei uns ist, die Liebe, die wir für ihn empfinden, etwas Schönes erschaffen kann. Schah Jahan war ein mächtiger König, aber in dieser Geschichte ist er nur ein Mensch, der seinen besten Freund verloren hat. Wir alle können dieses Gefühl verstehen. Deshalb ist das Taj Mahal so berühmt. Es spricht eine Sprache, die jeder versteht, die Sprache des Herzens. Es erinnert uns daran, die Menschen, die wir lieben, zu schätzen, solange sie bei uns sind. Und es erinnert uns daran, dass große Dinge Zeit, Geduld und viele helfende Hände erfordern. Das Taj Mahal ist nicht nur ein Denkmal, es ist eine Botschaft. Die Botschaft lautet: Liebe ist die stärkste Kraft auf der Welt. Sie kann Berge errichten, Flüsse bewegen und Wunder erschaffen, die für immer bestehen. Ich hoffe, dass ihr beim Gedanken an das Taj Mahal nicht nur an die weiße Kuppel denkt, denkt an den Prinzen und das Mädchen auf dem Markt, denkt an das Versprechen, das in einem von Trauer erfüllten Raum gegeben wurde. Geschichte besteht nicht nur aus Daten und Namen, es geht um Menschen, um ihre Träume, ihre Misserfolge und ihre Siege. Das Taj Mahal ist der größte Sieg der Liebe über den Tod. Ich hoffe, dass die Geschichte einen Platz in eurem Herzen gefunden hat, so wie die Erinnerung an Mumtaz Mahal im Herzen von Schah Jahan lebendig blieb. Ich hoffe, ihr findet auch eine Liebe, die so tief ist wie diese Geschichte und baut eure eigenen schönen Dinge im Leben. Wenn euch mein Video gefallen hat, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen.